Okay. Ich erzähle euch mal was von damals. Von einer Welt, die so tot war, dass selbst die Stille dort nach Grab geklungen hat. Schwarzer Himmel, violette Schlieren, verbrannte Erde, verdrehte Bäume, Ruinen wie offene Wunden. Kein Wind, kein Geräusch. Nur dieses Gefühl, als würde dir irgendwas Kaltes langsam durch den Schädel kriechen. Alle anderen waren angespannt. Leid, Oara, der ganze Rest. Ernste Gesichter, große Blicke, Weltuntergang und so. Und ich hatte meinen Hammer auf der Schulter und ehrlich gesagt vor allem Bock, mir ein paar dieser Schattenkriecher vorzunehmen. Nicht wegen der Welt, nicht wegen der Menschheit. Vergiss es. Ich bin damit, weil Yuki gefälligst mal sehen sollte, dass ich auch was anderes kann, als Leuten auf den Sack zu gehen. Also ja, ein bisschen Welt retten vielleicht, aber hauptsächlich für Eindruck. Schattenwelt, kalt, leer, falsch, ein Ort, der dich ansieht, als hätte er schon beschlossen, dich zu fressen. Und ich lauf da durch mit meinem Hammer auf der Schulter und denk nur, hoffentlich sieht Yuki das. Schattenwelt, alles still, alles tot und ich spiele ausnahmsweise mal den netten Bastard. Nicht aus Güte, nicht aus Reue, nur weil Applaus auch in der Finsternis schön klingt. Und dann kam sie aus den Ruinen, Augen in der Dunkelheit, wispern, kratzen, dieses leise, eklige Kriechen, als würde die ganze Welt unter der Haut atmen. Kuro hat's direkt gespürt. Diese Welt erstickt dich, hat er gesagt. Ja, kein Scheiß. Hat man gemerkt. Ich hab nur den Hammer fester gepackt und mich gefragt, ob wir jetzt endlich anfangen oder noch 10 Minuten betreten, in die Gegend glotzen. Irgendwas beobachtet und schon hab ich gesagt, naja, ich hatte recht. Und irgendwann stand da dieser Schwarzrock, Sense in der Hand, kein Wort, nicht eins. Nur dieses todernste Rumgestarre, als wäre er die persönlich gewordene Drohkulisse. Ich hab ihn angesehen und sofort gedacht, oh, das wird entweder furchtbar langweilig oder ziemlich witzig. Nettes Spielzeug, hab ich gesagt. Er fand's nicht lustig. Ich schon. Schattenwelt, kalt, leer, falsch. Ein Ort, in dem selbst Monster aussehen, als hätten sie die Schnauze voll. Und ich steh da grinsend davor und frag den Sensenmann, ob er auch tanzen kann. Schattenwelt, alles still, alles tot und ich mach aus einem Kampf ein beschissenes Ballett. Nicht für Ruhm, nicht für Ehre, nur für den einen Blick danach, wenn Yuki kapiert, wie gut ich bin. Tanz mit mir, Sensenmann, ja, hab ich wirklich gesagt. Was denn? Wenn einer schon mit Sense auftaucht, kann man auch Stil erwarten. Er war schnell, still, präzise und ich war besser drauf als die ganze Welt um mich herum. Blut auf der Haut, Hammer in der Hand, breites Grinsen im Gesicht. Endlich war mal was los in diesem depressiven Drecksloch. Hey, Schwarzrock, Lust auf eine letzte Runde? Keine Antwort, nicht mal ein dummer Spruch zurück. Fast enttäuschend. Ich hab ihm die Sense aus der Hand geschlagen, mit dem Stiefel auf das Ding getreten und ihn gefragt, ob er sie lieb zurückhaben will. War das peinlich für ihn? Für mich war es schön. Und als ich ihn laufen ließ, habe ich mich umgedreht und gefragt, bin ich nicht ein guter Mensch? Shinpei nannte mich wahnsinnig. Ich hab's als Kompliment genommen. Schattenwelt, kalt, leer, falsch. Ein Ort, wo Schatten dir das Gesicht klauen und Anführer in der Finsternis warten. Und ich lass ausgerechnet da ein Gegner am Leben, nur damit es gut aussieht. Schattenwelt, alles still, alles tot und ich lach noch, weil's einfach Spaß macht. Nettes Wahnsinn, nettes Krank. Ich nenn's einen verdammt guten Auftritt. Versteht das nicht falsch. Ich mochte diesen Ort nicht. Zu still, zu kalt, zu viele flüsternde Schatten, zu wenig echtes Leben. Aber genau, das war ja das Kranke daran.
Alle anderen hatten Angst. Und ich hab überlegt, ob Yuki mich wohl anhimmelt, wenn ich blutverschmiert aus dieser Hölle zurückkomme. Schon bescheuert, oder? Die Welt kurz vorm Verrecken und ich denk an meinen Auftritt. Tja, so bin ich eben. Also ja, Schattenwelt, ein Loch aus Leere, Schatten und geklauten Gesichtern, Midnight irgendwo da draußen, der Tod im Nacken, die anderen voll Hoffnung oder Sorge oder was weiß ich. Und ich mit Hammer, mit Grinsen, mit null Bock auf Heldenscheiße und trotzdem mittendrin. Nicht weil ich gut bin, nicht weil ich retten will, sondern weil ich sehen wollte, ob Yuki endlich kapiert, dass selbst in der finstersten Dreckswelt niemand so schön Chaos macht wie ich. Und ganz ehrlich, wenn ich schon mal in die Holler marschiere, dann wenigstens mit Stil.